Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Spreadshop. So geht Merchandising. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Macht mal Lärm für Hip-Hop! Also dieses Geräusch haben wir eben noch improvisiert beim Soundcheck und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ey, Hip-Hop lebt auf dem Reeperbahn-Festival 2024, dass ich das noch erleben darf. Ich freue mich so tierisch, dass ihr alle da seid und dass wir das möglich gemacht haben. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Julia und ich spreche einmal in meinem Monat im Podcast Hip-Hop lebt mit Menschen aus der Musikindustrie über ihre Erfahrungen und Learnings und so ergeben sich immer spannende Insights für alle, die was mit Musik machen oder noch machen wollen. Und heute habe ich die Ehre, mit meinem Gast ein bisschen über Rap, Leben im Zeitgeist, unzerstörbare Sommer, Liebe zur Sache und sich darin nicht so ganz zu verlieren zu sprechen. Also macht mal Lärm für meinen heutigen Gast und den Mann der Stunde, Michael Kurt, aka Curse. Tada! Herzlich willkommen im Platz. Ja, oben sind auch Leute. Ja, 200. Geht's euch gut? Achso, mein Mikrofon, Entschuldigung. Ja, wir sind eigentlich so intim, wir können es auch ohne Mikrofon machen, ne? Es ist mir wirklich eine Ehre, dass du dir die Zeit nimmst, um heute hier vorbeizuschauen. Hey, vielen Dank für die Einladung. Das bedeutet mir richtig viel. Du bist Buchautor, Speaker, Coach, Podcaster, tibetanischer Yogalehrer und Meditationsexperte. Um Himmels Willen. Ne? Das musste ich auch ablesen. Das hört sich ganz schrecklich an. Ja. Rapper bin ich vor allem auch. Doch den meisten bist du wahrscheinlich als Rapper bekannt. Denn seit Mai 2024 hören wir endlich wieder die Stimme. Ich möchte dieses Mal etwas anders starten, und zwar interaktiv und den Blick auch direkt ins Publikum richten. Wer hat denn das Album, was nach 6 Jahren heute vor 2 Wochen rausgekommen ist, schon gehört? Macht mal Hand hoch. Okay, und lasst die Hand mal kurz oben. Wer erkennt denn den alten Curse in dieser Mucke wieder? Okay, ein Gesicht macht so, sehr nachdenklich. Alle anderen bleiben eigentlich oben. Dann richte ich doch die Frage mal direkt an dich. Wie viel alten Curse erkennst du denn in dem neuen Album wieder? Ach herrje. Geht gut los, ne? Also, für mich gibt es gar nicht alten Curse, neuen Curse und so weiter, weil es sind ja alles Teile und Abschnitte in meinem Leben. So. Und selbst so ein Album wie Feuerwasser oder so, das friert ja, jedes Album, jeder Song, friert irgendwie irgendeinen Moment ein, ne? Irgendeine Stimmung oder so. Stimmung, in der ich den Song geschrieben habe oder die Stimmung, in der das Album entstanden ist oder vielleicht auch die Stimmung, vor allem auch die der Song bei jemand anderem ausgelöst hat. So. Und das ist einfach eine Momentaufnahme und es ist ja auch nie, weißt du, jedes Album ist ja auch irgendwie nur das, was zu dem Zeitpunkt halt jetzt dann fertig war, als die Deadline kam. So. Und man hätte auch noch 6 Monate weitermachen können oder auch schon 5 Monate vorher abgeben können und so. Das heißt, für mich ist das sowieso, ich bin als Mensch ständig irgendwie in Bewegung, ständig im Wandel und deswegen ist das meine Musik natürlich auch. Deswegen tue ich mich damit schwer. Aber es war schon so, dass wir uns bei dem Album hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wenn wir irgendeine Art von Idee oder Konzept oder sowas überhaupt haben, dann lass uns einfach ein geiles Classic Curse-Album machen. Also wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, okay, wie erfinden wir jetzt das Rad neu oder wie passen wir uns an irgendwelche Strömungen an oder wie sind wir jetzt besonders anti oder sonst irgendwas, gar nicht. Sondern wir haben einfach gesagt, ey, lass uns einfach genau die Beats machen, genau die Musikalität schaffen, die halt so den besten Rahmen für meine Lyrics bietet. Und da ich immer auf die Musik schreibe, haben dann halt die Emotionen von diesen Beats halt bestimmte Sachen, bestimmte innere Bilder bei mir ausgelöst. Und dann ist halt so der Rap dazu gekommen und ich habe halt auch einfach Bock zu flowen und Bock zu rappen und das kam dann zusammen. Und ich freue mich natürlich, wenn jetzt Leute, die sagen, ey, ich habe schon Feuerwasser gehört oder von innen nach außen gehört und ich erkenne so den ähnlichen Vibe in dem neuen Album, dann freut mich das total.
Aber es war nicht ein irgendwie, also es war nicht, wie soll ich sagen, es war nicht so der Gedanke, okay, wie schaffe ich das jetzt wieder, wie schaffe ich es wieder 21 zu sein, weil es geht halt nicht. Hast du denn dann in diesem Prozess schon das Gefühl, du musst dir aber treu bleiben von den Wurzeln Rap-mäßig, wo du herkommst, weil du jetzt auch mehr Mashup machen können mit anderen Genres, andere Stilrichtungen einpflegen lassen können? War das ein Grund, wo du dachtest, okay, aber irgendwie so der Kern willst du, dass der gleich bleibt? Ich glaube, ich habe ja auch, mein vorletztes Album heißt Uns und das war in den Augen und vor allem in den Ohren von vielen Menschen so ganz anders, weil ich eben stilistisch was anderes gemacht habe. Und das habe ich gemacht, weil das war, was mich in diesen Jahren, in denen wir das gemacht haben, halt so gekickt hat und bewegt hat. Ich habe halt viel andere Musik gehört und es hat mich einfach bewegt. Und ich wollte diese Art zu erzählen ausprobieren, weniger Silben und so weiter. Das heißt, wenn ich sowas machen möchte, also wenn ich das Gefühl habe, das ist das, was ich machen will, dann würde ich es auch tun. Ne? Ich würde mich nie bei einem Album selbst einschränken und sagen, obwohl ich eigentlich Lust habe, Country-Musik zu samplen, mache es jetzt nicht, weil ich muss mich an irgendwelche Regeln halten. So. Das würde ich niemals tun, weil das ist für Künstler, glaube ich, schlimm, wenn sie nicht das machen, was ihnen eigentlich im Herz liegt. Und es ist sicherlich auch auf einer menschlichen Ebene sehr schade, wenn man das, was man eigentlich machen will, zurückhalten muss, wo man denkt, ich muss reinpassen, ich muss dazugehören, Leute müssen mich gut finden oder so. Und das haben wir alle natürlich ein bisschen im Leben, aber ich versuche das so gut wie möglich zu vermeiden und so gut wie möglich zu sagen, ich mache das, wo ich Lust drauf habe. Also wir hatten alle Glück, dass ich dieses Mal Lust drauf hatte, genau so ein Album zu machen. Ja. Du kommst jetzt nach knapp 6,5 Jahren mit dem neuen Album zurück. Zwischendurch hast du 2 Bücher geschrieben, dich vor allem auch auf deine Coachingarbeit und auch deinen Podcast fokussiert. Was war denn der Auslöser, dass du gesagt hast, ich mache jetzt eine Pause von Mucke und fokussiere mich eben auf andere Themen? Auch das ist eigentlich eher passiert. Ich habe 2018 mein letztes Album rausgebracht und war dann 2018, 2019 sehr viel auf Tour und habe sehr viele Konzerte gespielt. Ich habe irgendwie 70 Konzerte gespielt oder so in den 2 Jahren, was eine ganze Menge ist. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo es sehr, sehr anstrengend wurde, wo ich auch eine Stimmverletzung bekommen habe und mehrere Monate Pause machen musste und so. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, boah, ich brenne gerade ein bisschen aus. Ich brauche mal wieder ein bisschen Zeit, um nachzudenken, mich zurückzuziehen und mal wieder ins Studio zu gehen, mal wieder was zu schreiben. Und genau als ich das machen wollte, kam dann eine globale Pandemie und dann war ich so, hey, okay, es muss ja nicht gleich so hart sein, die Pause, ja. Aber dann habe ich halt auch erstmal, wie die meisten Leute, auf der Couch gesessen. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass vor allem die anderen Sachen, die ich gemacht habe, die Coaching- und Meditationssachen, für mich sehr in den Vordergrund gerückt sind, weil ich gemerkt habe, dass so viele Menschen so verunsichert sind und wir alle dann irgendwie die Ängste oder Aggressionen oder was auch immer, da ist extrem viel hochgekocht. Und da habe ich einfach gemerkt, so, dass mein Fokus oder meine Leidenschaft oder auch das, was mich umtreibt, halt eigentlich eher da liegt für den Moment. Und ich habe die ganze Zeit geschrieben, ich habe die ganze Zeit Musik gemacht, habe recorded und habe eigentlich nie aufgehört, Mucke zu machen. Aber der Hauptfokus war woanders. Und dann war es so Anfang 2022, da hatte ich auch schon 10, 12, 15 Layouts. Anfang 2022 habe ich irgendwie so den Entschluss gefasst zu sagen, so pass auf, jetzt habe ich einfach, es brennt. Ich will mich aufs Album fokussieren und will anfangen zu arbeiten. Dann war es natürlich auch erst nochmal, okay, in welches Studio und welche Beats und bla bla. Das geht dann auch nochmal eine Zeit. Aber da habe ich so diesen Entschluss gefasst, so okay, ich fokussiere mich jetzt auf das Album. Die Frage ist, was hast du denn noch während Corona gemacht? Was waren deine Beschäftigungen? Leute haben ja Brot gebacken oder, weiß nicht, Yoga-Lehrerinnen gelernt. Wir hatten einen Typ bei uns im Haus, der angefangen hat, Brot zu backen. Und es war das Beste, was uns allen passieren konnte. Hey, dieses Brot von dem Typen, der hat einen Abend mal hat dann immer in die WhatsApp-Gruppe vom Haus, ja, schreibt dann immer so, ja, ich habe jetzt wieder ein Stückchen,
weiß ich nicht, so und so Brot vor der Tür stehen, so first come, first serve. Und dann hörst du so 3 Sekunden später, krang, 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 alle Türen gehen auf, raschel, raschel, raschel im Flur. Und einmal habe ich mir halt so ein ganz frisch gebackenes Körnerbrot von dem irgendwie geholt. Und ich dachte, hier ist eine Scheibe. Ich habe dann einfach einen ganzen Laib Brot ohne alles gegessen. So lecker. Also, okay, Hip-Hop, sorry. Also, was habe ich in der Zeit gemacht? Essen. Also ich habe nicht so ein Hobby entwickelt, sage ich jetzt mal. Was ich gemacht habe, ist, ich habe sehr, sehr viele Fortbildungen, Online-Fortbildungen halt in der Zeit gemacht. Ne? Also ich habe das wirklich genutzt und auf einmal waren halt so die Möglichkeiten, also im buddhistischen Bereich oder im Coaching-Bereich, auf einmal mit so krassen Lehrerinnen und Lehrern irgendwie so intensive Kurse zu belegen, wo ich sonst um die halbe Welt hätte fliegen müssen, um das zu machen. Auf einmal war das so, Zoom, okay. Und das habe ich sehr viel gemacht, also habe mich sehr viel weitergebildet und habe natürlich auch dann meine eigenen Sachen dort gemacht. Also ich habe so meine ersten Online-Kurse und Workshops und so weiter dann da auch entwickelt und angefangen zu machen. Klar, weil das war halt das, was ging. Jetzt fühle ich mich krass faul, weil ich habe mir ein Trampolin gekauft. Ey, faul und Trampolin passt irgendwie nicht zusammen. Und der Nachbar unter mir fand es richtig abturn. Klar. Und dann habe ich es irgendwann vor die Straße gestellt und 10 Minuten später war es weg. Klar, also Trampolin. Keine Ahnung, wer im Wedding jetzt das Trampolin hat, aber Bombe. es ist hoffentlich in der Hut geblieben. Trampolin ist mega. Hast du dann aber so ein kleines und hast dann damit so Workouts gemacht? Nennen wir es mal Workouts. Oder einfach so aus Joke, so vom Sofa. Naja, ich wollte schon richtig Workouts damit machen, aber am Ende des Tages stand es halt im Weg. Ja. Ey, mein Sohn ist in der Zeit so fit geworden. Way. Der hat halt einfach 5-mal am Tag eine halbe Stunde Workout gemacht, weil er nichts anderes zu tun hatte. Maschine geworden, der Mann. Er hat mir gesagt, wann ich ins Bett gehen soll. Aber dein Sohn hat auch noch eine 1 vorne, da hat man noch so viel Energie. Ja, absolut. Das heißt, mit den Büchern und dem Podcast hast du aber trotzdem genau wie mit der Mucke den Drang, dich mitzuteilen, Inspiration irgendwie zu setzen, Impulse zu setzen. Das zieht sich ja so ein bisschen durch, das kann man auch schon so sagen, oder? Dass das auch immer dein Anreiz ist, warum du überhaupt irgendwas machst. Einer der Anreize, mein Hauptanreiz, warum ich was mache, ist, weil einfach irgendwas in mir drin ist, so, was mir Spaß macht, rauszuposaunen. Und wenn ich das nicht mache, dann, also nicht immer, aber manchmal gibt es halt Phasen, wo ich merke, ey, wenn ich das jetzt nicht mache, dann fehlt mir was. Und da geht es eigentlich viel mehr, also ist fast mehr so, ich mache das Album eigentlich fast mehr für mich. Also ich möchte diesen Song aufnehmen, ich möchte, dass der geil wird, so, ne? Und dann, okay, veröffentlichen wir das, weil ja, cool, machen wir, weil ich nämlich auch Bock habe, eine Tour zu spielen. Und da passt das ganz gut zusammen. Naja, mit deinem kleinen Studioalbum bist du jetzt gechartet. Ja. Also es haben ja doch 1, 2 Leute sich angehört und vor allem auch gekauft und nicht illegal downgeloadet oder so. Gibt es das heutzutage überhaupt noch? Keine Ahnung, aber Streaming ist jetzt nicht illegal, aber dann... Aber Wegelagerei. Ist zwar nicht illegal, aber Wegelagerei. Ja. Naja, müssen wir nicht drüber sprechen, ne? Du hast ja dann wieder beschlossen, Surprise, Musik zu machen, deswegen sitzen wir ja unter anderem auch hier. Inwiefern hat denn diese ganze Reise auch während Covid, die Zeit, die du dir genommen hast, deine Ausbildung zum Coach und Yogalehrer etc. pp., hat das irgendwie deinen Schaffensprozess als Musiker beeinflusst? Die persönliche Reise, die du hinter dir hast? Ja, absolut. Natürlich. Ich habe ja schon immer sehr persönliche Musik gemacht. Also ist das, was in meinem Leben passiert, natürlich auch das, was meine Musik beeinflusst. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich, seit ich meinetwegen jetzt regelmäßig meditiere, jetzt ein Meditationsalbum mache und da jetzt nur noch so über Meditation gerappt wird. Aber die Effekte, die diese Sachen auf mein Leben haben, die wirken sich natürlich auch auf die Musik aus. Und ich glaube nicht so sehr darauf, was für Songs ich mache oder was für Themen ich anspreche, sondern es wirkt sich am meisten darauf aus, wie ich Musik mache. Also wie ich an Songwriting rangehe oder wie ich an so eine Albumproduktion rangehe. Und das ist mittlerweile, Gott sei Dank, viel entspannter und vor allem mit viel mehr Freude und Lockerheit verbunden als bei den ersten Alben. Da war es echt jedes Mal ein hartes Kämpfen. So. Kämpfen wogegen?
Kämpfen gegen mich selbst, kämpfen gegen alle Widrigkeiten, gegen ja, was will der denn und wir spielen das Video nicht und das läuft nicht im Radio und der kriegt keinen guten Deal und der spielt nicht auf unserem Festival und, weißt du? Ich war so mit Anfang 20 in so einem kompletten Ich werde euch alle auseinandernehmen Modus so. Ihr habt alle keinen Plan. So. Und dann Angriff ist die beste Verteidigung, weißt du? Und dann ich war halt eher in so einem Modus, nicht immer und im privaten Zuhause eigentlich auch nicht. Ich bin eigentlich ein sehr sensitiver, sehr privater Mensch. Aber so um überhaupt in sowas wie Öffentlichkeit oder so funktionieren zu können, musste ich mir damals halt auch so eine klare Kante zulegen oder beziehungsweise die ich schon hatte, aber ich musste die in den Vordergrund stellen, um halt irgendwie, ja, da irgendwie bestehen zu können so ein bisschen. Und das ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich viel entspannter und darüber bin ich unglaublich froh, weil es mein Leben einfach viel schöner macht. Du klingst auch wesentlich entspannter. Wenn du über das damals sprichst, merkt man richtig, wie du so angespannter wirst. Weißt du? Und wenn du über das Jetzt sprichst, bist du auch in deiner Körperhaltung viel entspannter. Also dann merkt man auch, dass intern mit dem Nervensystem ein bisschen was passiert. Ja, klar, na klar. Hast du denn aber auch aus diesem damaligen Gefühl von, ich werde es euch allen zeigen, ich bin der Underdog, ihr versteht es noch alle nicht, war das nicht aber auch eine Inspirationsquelle? Absolut. Und fehlt die jetzt? Klingt das, also ich weiß nicht, müsstest du mir sagen, wenn jemand das Gefühl hat, das neue Album klingt uninspiriert, dann, I don't know, meinetwegen. Aber für mich persönlich überhaupt nicht. Das Ding ist so, Inspiration kann aus allem entstehen. Inspiration kann auch aus dem schönsten Tag des Lebens passieren. Inspiration kann auch passieren, wenn das Leben ganz wundervoll ist. Inspiration kann passieren durch Liebe. Inspiration kann passieren dadurch, dass man sagt, ja, die Welt ist kacke, aber sie ist auch wunderschön und irgendwie in diesem Zwiespalt lebe ich und so, daraus kann auch Inspiration entstehen. Es ist vielleicht, vor allem wenn man so ein bisschen in dieser Sturm- und Drangzeit ist, so ja, Teenager und so, ist es wahrscheinlich leichter, mit solchen Sachen wie Struggle, Herzschmerz, Weltschmerz, Ungerechtigkeit und so weiter zu connecten, weil dann, da ist eine Energie, die ist schneller zugänglich, weißt du? Und ich glaube nicht, dass man nur aus Leid Musik machen kann, aber ich glaube, dass es in manchen Phasen des Lebens einfacher ist, aus Schmerz heraus Kreativität zu entwickeln, um Schmerz zu verarbeiten. Gott sei Dank, dass man dann Kreativität hat, ja. Ich finde, auf dem Album springst du ja aber manchmal ein bisschen in die Vergangenheitsperspektive. Also 1994 zum Beispiel ist ja so ein richtiger Track von, das haben wir damals gemacht, so hat sich das damals angefühlt. Und auch ich, die ja ein paar Jährchen jünger ist, habe mich krass zurückversetzt gefühlt in meine Jugend und in diese Gefühle, die man damals halt hatte, von wegen, ey, wir hängen da einfach rum und keiner stellt irgendwie Fragen und morgen ist morgen und heute ist heute so. Dass man nicht so verkopft ist. Deswegen war die Frage so ein bisschen, kommt die Inspiration trotzdem aus den damaligen Gefühlen, die du jetzt ziehst für so einen Song zum Beispiel? Oder guckst du jetzt da mit deiner jetzigen Perspektive draus und sagst, hey, ich will einfach die Geschichte nochmal erzählen? Also, wenn ich so einen Song schreibe wie 1994, dann versetze ich mich total in die Emotionen von damals. Ich habe mal einen Song gemacht, der heißt Und was ist jetzt? Und das ist so ein sehr Kennt man, ja. Ja, also sehr emotionaler Herzschmerz-Song. Zu einem Zeitpunkt, als ich den geschrieben habe, war ich total glücklich in der Beziehung. Interessant. Wie fanden das deine Freundin damals? Ja, die war so ein bisschen so, was soll das denn jetzt? Über Aber wen war der Song? Song? Die hatte keine Ahnung von... die hatte doch keine Ahnung von Kunst. Aber dann war der ja über eine Ex oder war der fiktiv? Der war eine Mischung aus. Also all diese ganzen, also nicht alle, einige Songs sind sehr, sehr, sehr erschreckend nah an der Realität. Aber und was ist jetzt, ist so eine Mischung. Das basierte das darauf, dass ich gesagt habe, ich möchte einen Song machen, der halt nur mit Piano und Rap funktioniert. Das gab es damals noch nicht. Und ich möchte das machen und ich möchte die Emotionen dieses Songs halt über die Performance, über den Rap transportieren und jetzt nicht über Drums oder so. Ne? Und dann habe ich mit dem Pianisten, der das gemacht hat, Patrick heißt er, zusammengesessen und wir haben das so ausgefuchst. Und dann hatte ich irgendwo noch diese Textidee rumliegen und dann habe ich gesagt, boah, ich glaube, das
ich rapp das mal da drauf, guck mal, ob das passt. Und dann hat es gepasst. Und dann habe ich das ganz schnell fertig geschrieben und direkt an dem Abend recorded. Das heißt, da ging es eigentlich erstmal darum, was wir musikalisch machen wollen und der Text hat halt gepasst und bei dem Text war es aber so klar, habe ich mich dann in die Emotion zurückversetzt, irgendwie verlassen zu werden und zu leiden und irgendwie geghostet zu werden und zu sagen, was ist denn los? Und das mache ich bei jedem Song, also das mache ich immer, auch wenn ich mit anderen Leuten schreibe, ich mache mittlerweile auch Songwriting mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Ich versuche immer so intensiv wie möglich in diese Emotionen reinzugehen, denn dann ist das, was ich schreibe, meiner Meinung nach authentisch, weil es dann aus der Emotion raus geschrieben ist. Das heißt, es ist so ein bisschen wie so Schauspielerei auf gewisse Weise vielleicht, dass man irgendwie wirklich versucht in die Geschichte rein und das funktioniert am besten mit Erinnerungen. Ey, wie war das denn damals, als wir, da waren wir vor dem Jugendzentrum und da war das, und der hat die Klamotten angehabt und das ist das. Ne? Und dann ist man da so drin und dann kommen auch die inneren Bilder. Und man muss ja auch sagen, dass Musik und Rap auch oft über Bilder funktioniert. Auch wenn man über Gefühle spricht, kann man sie oft durch ganz greifbare Sachen ausdrücken. Also zum Beispiel verwitterte Sommermöbel im Abendnebel. Das ist ein Bild. Wir sitzen zwischen den Stühlen. Weißt du, das ist ein Bild. Die rote Glut unserer grünen Blüten in weißen Papers kreisen wie Glühwürmchen und halten im Moment die Welt an. Das sind Bilder. Und du bist sofort in diesem Gefühl. Wenn ich nur gesagt hätte, damals war es schön und wir waren alle jung und das ist so ein bisschen oberflächlich. Und deswegen sind die Erinnerungen auch immer ein Zugang zu den Bildern. So, ja, jetzt sind wir tief im Songwriting. So. Lieben wir, du hast gerappt quasi. Yeah. Das war mein Ziel. Du rappst ja auf dem neuen Album Teil 1 Overdrive. Ich überhole mich selbst, zieh an mir vorbei, wieder keine Rettungsgasse frei, immer Overdrive. Haare weiß, Seele grau, Leber blau, zu hoher Preis. In vielen früheren Interviews, beziehungsweise vor allem in den letzten Jahren, hast du schon oft erzählt, dass du dazu neigst, dich so zu verausgaben, wenn du so in einem Thema, in so einem Rabbit Hole drin bist. Hast du denn für dich eine Antwort gefunden, warum das so ist? Warum du so funktionierst? Interessante Frage. Auf der positiven Seite kann man sagen, ich bin einfach wahnsinnig neugierig und habe einfach auch Bock, mich rein zu nerden in Sachen, so, weil es macht mir einfach dann Spaß, habe ich Bock drauf. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr perfektionistisch oft, was Sachen angeht. Also wenn ich es mache, will ich es dann auch richtig machen, was auch immer richtig heißt. Und es kommt aber noch was anderes dazu, was auch eigentlich eher in der Vergangenheit liegt. Und das sind so halt einfach innere Zustände, innere Gefühle gewesen von so einem ganz krassen Selbstzweifel, ein Gefühl, eigentlich in Essenz wertlos zu sein und so weiter. Ich will nicht jetzt hier mega deep das Fass aufmachen, aber ich glaube, es ist schon okay, wenn man darüber redet. So. Und da heraus vielleicht immer das Gefühl zu haben, so, weißt du, ich muss vollkommen, also nicht nur gegen alles ankämpfen, so, alle sind gegen mich, sondern auch noch irgendwie, es sind nicht nur alle gegen mich, sondern es ist sowieso nichts, was ich mache, wird jemals irgendwie gut genug sein, egal wie sehr ich mich aus dem Fenster lehne, aber ich will ja und deswegen mache ich und deswegen gehe ich immer über meine Grenzen und verausgabe mich immer und habe Probleme Nein zu sagen, habe Probleme mich abzugrenzen von Dingen, die mir nicht gut tun und so weiter. Und dann habe ich mich oft sehr, sehr erschöpft und ausgelaugt gefühlt und auch sehr viel so, dass meine Grenzen halt hart überschritten worden sind von anderen und von mir. Und dann wusste ich nicht, was ich damit machen soll. Dann habe ich halt gesagt, ja, okay, geh mal auf eine Party, trink mal ein paar Bier, dann merke ich es nicht mehr und so weiter. Ne? Oder andere Sachen halt, irgendwie, ja, ich gehe ins Restaurant oder ich lenke mich ab, ich gucke einfach 6 Tage lang nur Serien oder sowas. Ne? Es waren so Extreme, es war immer so dieses extreme Ausbrennen, dann so dieses extreme Zurückziehen und so weiter. Ja, und das hat es mir da sehr, sehr schwer gemacht. Ne? Und von so dieser Zeit handelt zum Beispiel auch Overdrive. Und ich bin heute wahrscheinlich, ich hab noch genau dieselben Dinge in mir. Ne? Ich habe noch genau dieselben Ängste oder Bedürfnisse oder Ideen oder was auch immer. Aber ich habe halt wie so meinen erwachsenen Ich
jetzt, was dem zur Seite steht, was sagt, okay, Bruder, wissen wir, ist aber auch alles in Ordnung, ist nicht so schlimm, du kannst dich entspannen, sag mal nein, du darfst eine Grenze ziehen, mach dich locker, ey, mach mal irgendwie bei 80 Kilo zu, es muss immer ein 100 Kilo Sack mit 120 Kilo beladen werden, weißt du, so, und das steht dem jetzt so ein bisschen zur Seite und es gleicht das aus. Das heißt, du kannst heute ein bisschen besser mit auch Phasen umgehen. Ja. Also, Ja, manchmal ist ja genau. das auch, also ist eine Powerphase, da powert man durch und dann zieht man durch, da will man das vielleicht auch. Absolut. Und dann zieht man sich wieder zurück, hat nicht die Kreativität, dann ist der Fokus vielleicht eher auf Familie, Sport, Gesundheit etc. Was würdest du denn anderen Menschen raten, die sich auch immer in dieser Situation verfangen, inklusive mir, die dazu neigen, immer mehr, immer schneller, immer weiter, immer höher, wir müssen das jetzt irgendwie erreichen und wir müssen das jetzt machen und ein paar Meter machen, Ja. zu, hey, entspann dich. So. Ja. Schwer zu sagen, Ratschläge ist immer schwierig, weil obwohl wir vielleicht einen ähnlichen Mechanismus haben, ist der Ursprung dieses Mechanismus bei uns beiden vielleicht ganz anders. Das heißt, wenn ich dir sage, hey, mach mal so, weil das hat mir geholfen, trifft es bei dir vielleicht gar nicht so den Nagel auf den Kopf. Ich finde ja ganz interessant, sich selbst da Fragen zu stellen. Und eine Frage, die kommt jetzt vielleicht ganz banal rüber, aber eine Frage, die ich ziemlich krass finde, vor allem wenn man die Tendenz hat, immer sich selbst auszubrennen, ist die Frage, was würde passieren, wenn ich aufhöre, mich abzumühen? Ist hier Free Coaching, merkt ihr gerade, ne? Ich sag's nur. Und Free of Charge. Free of Charge. Und die Antwort ist meistens bei so Overdrive-Menschen so, ja, dann bricht alles zusammen. Und dann kann man sagen, aha, na kein Wunder, dass du dich ständig ausbrennst, weil du glaubst, wenn du das nicht tust, dann bricht alles zusammen. Müssen wir uns alle gar nicht wundern darüber. So. Und dann von dort aus kann man dann gucken, irgendwie so, okay, was genau ist es, was genau denke ich und so. Aber um es vielleicht noch ein kleines bisschen einfacher zu machen, was mir zurzeit einfach hilft, was mir seit Jahren hilft, ist, mir selbst immer wieder auch sagen zu können, viel früher also viel eher als damals, ist so, ey, weißt du was, es ist jetzt auch gut. So. Also gut ist gut genug. Ne? Für diesen Moment. Und jetzt mach halt und chill halt und wenn du es jetzt nicht kannst, dann kannst du es vielleicht morgen oder übermorgen oder nie und dann ist auch okay. Aber das hat vielleicht auch einfach ein bisschen was mit dem Älterwerden zu tun, weil ich zurückdenke und auch oft denke, naja, bis hierhin hat man alles überlebt. Wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter gut gehen. Okay, vielleicht ist diese eine Aufgabe oder diese eine Deadline oder diese eine Herausforderung oder diese eine krasse Stress in der Familie oder was auch immer es ist. Vielleicht ist auch das nicht der Punkt, an dem ich zerbrechen werde. Vielleicht wird auch das eines Tages sich wieder lösen. Und das hilft mir dann ein bisschen auch zu sagen, okay, ich nehme den Druck ein bisschen raus. So, ja. Du hast eben schon einen guten Stichpunkt angesprochen, auf den ich auch zurückkommen wollte. Du hast sowas gesagt wie, wenn ich es nicht perfekt mache und wenn ich mich da nicht komplett reinfuchse, dann ist alles wertlos. So, dann wer bin ich überhaupt? Ja. So, ich kann mich auch nicht ganz davon freisprechen. Daher, was denkst du denn darüber an Menschen, von Menschen, die ihren Wert immer noch an Leistung knüpfen? Ich denke darüber, dass ich das total verstehen kann, dass ich es nachvollziehen kann, dass wir, diese Menschen, ich, wie auch immer, halt irgendwie so geprägt worden sind durch Erfahrungen und so weiter. Und ich wünsche dann einfach diesen Menschen, dass sie irgendwie checken oder ein kleines bisschen fühlen, dass der innere Wert, den wir haben, überhaupt nichts damit zu tun hat, wie gut wir irgendwo in der Schule sind. Guck mal, da fängt es ja schon an. Du wirst irgendwie 9 bis 13 Jahre durch so ein System geballert, wo dir gesagt wird, naja, wenn du leistest, bist du gut. Ne, die Schulnote gut, sehr gut. Ja? Und wer besser auswendig lernen kann, der wird besser benotet und der andere bleibt sitzen und so weiter. Das heißt, wir sind in so einem System drin, das kann man sehr schnell verinnerlichen. So. Und ja, genau, das ist mein Wunsch, irgendwie, dass wir checken, ey, unser Wert als Mensch hat überhaupt nichts damit zu tun, wie gut die Abi-Note ist oder wie gut wir die Lehre abgeschlossen haben oder wie sauber die Wohnung ist oder, weißt du. Super, ne?
Macht gern die Wohnung sauber. Aber Und wasch doch mal die Decken. wascht die Decken. Aber ey, unser Wert als Mensch ist davon vollkommen unabhängig. Werbung. Merch machen klingt ja immer so leicht, kann ja aber total leicht überfordern. Das richtige Design, der richtige Shirt-Rohling, welcher Merch ergibt überhaupt Sinn, in welcher Stückzahl, wo lasse ich das produzieren und veredeln und. Wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, habe ich einen Vorschlag für dich. Spreadshop bietet dir persönliche Beratung und Print on Demand. Shop eröffnen, Produkte anlegen und los geht's. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und du verdienst ab dem ersten Verkauf. Details findet ihr unter spreadshop.de und das Team steht dir mit echten Menschen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Shownotes. Also das geht raus an alle aufstrebenden Musikschaffenden, Labels und Managements dieser Welt. Schaut auf der Webseite mal vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Mal ganz allgemein gesprochen, Rap steht ja auch für Authentizität und Realness. War denn der Moment, als du geswitcht hast vom Rapper zum Coach, ein bisschen der Moment, wo du das Gefühl hattest, oh shit, jetzt gebe ich meine Realness auf und jetzt mache ich mich eben offen für mentale Themen, die auch vor ein paar Jahren ja noch ein bisschen anders in der Gesellschaft anerkannt waren wie jetzt. Hattest du das Gefühl, du verlierst da auch diesen Coolness-Wert, der ja Gold wert ist im Rap? Ey, ich glaube, die Coolness, die habe ich schon verloren, als ich und was ist jetzt und Hand hoch gemacht habe und so. Da war ich in den Augen der meisten Menschen alles andere als cool. Das heißt, das Thema hatte ich dann schon durch. Aber ich hatte natürlich andere, ich hatte krasse Issues damit, mit mir selbst zu dem Zeitpunkt. Weil es ging nicht um Coolness, sondern es ging irgendwie, ich war immer noch so ein bisschen, steckte fest in diesen alten Parametern von, wenn ich nicht was Gewisses irgendwie präsentiere, dann bin ich ja mega angreifbar. Und wenn ich eins nicht wollte, ist irgendwie wieder angegriffen werden und wieder irgendwie bla und wieder befeuert werden und so, weißt du? Und deswegen habe ich ganz lange gedacht, ja, geht das überhaupt so? Kann ich überhaupt ein Album machen und gleichzeitig irgendwie einen Podcast machen oder was auch immer? Muss ich mir jetzt 2 verschiedene T-Shirts kaufen oder 2 Visitenkarten machen oder so? Und ja, das habe ich lange mit mir rumgetragen. So. Und dann ist bei mir aber irgendwann dieser Knoten geplatzt, wundersamerweise auch durch Coaching, ist der Knoten bei mir geplatzt, wo ich dann gemerkt habe, so hey, Alter, ich kann nicht die ganze Zeit hier von Authentizität erzählen und von irgendwie Integration von allen Persönlichkeitsanteilen und dann mich hinstellen und sagen, ja, aber wenn ich rappen kann, dann kann ich nicht das. Nee, das ist alles das, was ich liebe, das alles. Es ist alles authentisch. Ich mache das jetzt einfach und dann werden wir sehen, was passiert. Und auch da hatte ich Glück und und das ist ja meistens so, ne? Meine Befürchtungen sind gar nicht eingetreten. Weiß nicht, was du meinst. Ne? Komisch, oder? Das kennt man gar nicht, oder? So, dass man sich monatelang Gedanken macht über irgendwas, denkt, und wenn ich das mache, passiert das, und wenn ich das mache, passiert diese typischen Anxiety-Spiralen, so, ne? Die, ja, und das ist halt einfach gar nicht eingetreten. Es war halt so, ja, okay, cool. Irgendwann hat mal irgendwo geschrieben, jetzt macht der einen Podcast. Aber ja, gut. Abgesehen davon nicht, ne? War alles so, und das war so, okay, wow, passiert ja gar nichts. Krass. Ja? Also meiner Meinung nach hast du einen Podcast, der wundervoll ist. Dankeschön. Und meiner Meinung nach hast du auch mit dem Album jetzt ein Comeback gebracht, was wirklich auch einfach knallt. Und hast an deiner Relevanz nichts verloren. Auf der anderen Seite muss man ja aber auch mal ehrlich sagen, dass du manche alte Hip-Hop-Heads auf dieser Reise wahrscheinlich verloren hast. Klar. Macht das irgendwas mit dir, dass du auch rausgewachsen bist oder die Fans bei dir rausgewachsen sind, wie auch immer? Ey, natürlich würde ich mich freuen, wenn es einfach immer nur mehr Leute werden. Ja? Klar finde ich das super. Ja? So. Aber ich meine, es gibt auch manche Artists, die ich früher gerne gehört habe, die ich heute nicht mehr höre. Oder, also ich bin ein riesiger Rakim-Fan. Ich finde, das neue Rakim-Album ist eine Frechheit. So. Ist doch okay. Aber ich bin trotzdem, das nimmt ja nichts davon weg, was ich mit Rakim verbinde und so weiter, wenn ich jetzt das neue Album nicht cool finde. So. Und deswegen, es ist, ich freue mich über jeden Menschen, der oder die das Album hört und zum Konzert kommt, aber Leute, die sagen, das gefällt mir nicht so, ey, peace be with you. So. Wo wir gerade ein bisschen bei Diss sind und Kritik,
sorry, 3 Tage Reeperbahn-Festival, die Stimme ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Eine Line, die mir auf dem Album hängen geblieben ist, wo du eine Referenz zu einem Diss machst. Ja. Und wir hatten es im Vorgespräch schon kurz, vor dem guten alten Retro-Gott aus 2007. Der rappte nämlich, Curse stirbt an einer Überdosis Tee. Unabhängig davon, dass der Diss wirklich schlecht gealtert ist, das muss man mal sagen. Ja? Wieso hast du dich denn entschieden, darauf jetzt fast 20 Jahre später auf deinem jetzigen Album Bezug zu nehmen? Ey, was einfach eine lustige Line ist. Finde ich auch. Und ich war irgendwo vor 2, 3 Jahren auf irgendeinem Event, da waren so besoffene Käse, stimmt dann immer nur das Tee, lass mal ein Foto machen. Und ich war so, boah krass, so 140 Jahre später im besoffenen Zustand ist das den Leuten immer noch ein Begriff. So. Aber mal ganz serious, ne? Also, es war so, dass ich hatte 2 Erlebnisse an 2 aufeinanderfolgenden Tagen, die ich in der zweiten Strophe beschreibe, die beide mit Tod zu tun haben und damit, wie Menschen sterben und tatsächlich auch vor meinen Augen in einem Fall. Und dann habe ich mir gedacht so, ey, ich hab einfach bisher echt Glück gehabt im Leben. Weil ich war schon in manchen Situationen, die hätten auch anders ausgehen können. Und weißt du, ich habe Glück durch die Zeit, in der ich geboren wurde, durch den Ort, an dem ich geboren wurde, die Umstände, die mir in die Wiege gelegt worden sind oder auch die einfach das Schicksal oder die Welt, das Universum, was auch immer für mich bereitgehalten hat in meinem Leben. Und ey, wenn ich eines Tages mal so von dieser Welt gehe, wie es mir diese Deppen da wünschen, ey, dann bin ich ja nur zu beglückwünschen. Weil what a nice way to go. Schön so im Zen-Garten, Teechen, klack, perfekt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein guter Song. Das ist ein guter Song, weil mir das die Möglichkeit gibt, auf eine humorvolle Art und Weise vielleicht etwas anzusprechen, was auch sehr ernst ist. Und dann habe ich angefangen, die ersten Zeilen zu schreiben halt, ne? Und ich wusste, ey, das muss im Chorus kommen, dieses Sample so, ne? Und da hatte ich gar nicht gedacht so, haha, 25 Jahre später, jetzt zahle ich den heim, sondern ich dachte einfach so, nee, das ist die Hook, weil der Twist ist, weißt du, es gibt 6 Millionen Arten und 8 Milliarden Gründe, doch wenn es kommt, wie sie es mir wünschen, bin ich zu beglückwünschen. Curse stirbt an einer Überdosis Tee, okay, cool. Und ja, das war halt die Möglichkeit, irgendwie auf eine etwas humorvollere Art und Weise, zumindest in der ersten Hälfte des Songs, so dieses Thema anzusprechen, was mich dann wirklich beschäftigt hat, halt aufgrund dieser Erlebnisse. Wir haben auch in der Recherche uns wirklich gefragt, diese Line, weil wir hatten diesen Diss-Track halt nicht mehr auf dem Schirm, ne? Ja. Und wir waren so, diese Line ist so gut, die muss ja irgendwo her sein. Und dann haben wir halt gedickt im Internet und wir haben es gefunden. Und dann war ich so, krass, dass er darauf Bezug nimmt, 20 Jahre später. Das muss ja irgendwie in dir resoniert haben. Jetzt gar nicht, du zählst es den heim, aber irgendwie muss es ja gewachsen sein, die Idee. Und jetzt siehst du es halt mit, wäre doch nice, wenn so irgendwann mal passiert. Ja, genau. Hast du es damals aber auch schon so gesehen oder war der Diss für dich da so, weil der ist wirklich ein Diss, ne? Ja, ist ein Diss. Also ohne das Fass jetzt riesengroß aufzumachen, ne? Ich kenne Retro-Gott, ich finde, das ist ein sehr intelligenter Typ. Wenn wir uns sehen, sprechen wir gut miteinander. Und wir hatten das auch einmal, als wir uns das erste Mal begegnet sind, in Köln in einem Café, saßen wir da zusammen mit anderen Freunden. Und dann war es halt so, du bist dieser Vollidiot da, der irgendwie das gesagt hat. So. Und dann ging es so ein bisschen hin und her. Und dann hatten wir aber relativ schnell irgendwie so, nach ein paar Minuten waren die Wogen geglättet. Und da meinte er auch von sich aus irgendwie dann, vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber er meinte irgendwann so, ja, ich werde es auch live gar nicht mehr so performen oder ich so, hey, mach doch ruhig, weil gesagt ist gesagt. So, ne? Der wurde aber, glaube ich, von Spotify genommen. Ja? Mhm. Also wir haben ihn nur auf YouTube gefunden. Okay. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich auch, also ich habe keine Ahnung, manchmal sind ja auch einfach Sachen wegen Verträgen, who knows, ja. Also ich war damals auch nicht jetzt böse und wollte jemanden jetzt da fertig machen oder so. Aber es war natürlich, dann saßen wir am selben Tisch und da habe ich natürlich gesagt, aha, mein Freund. Und dann war das aber auch, also wie gesagt, er hat ja nicht irgendwelche ganz schlimmen Dinge gesagt. Und selbst wenn
So, also massiv hat mich böse beleidigt und mittlerweile, wenn wir uns sehen, wir nehmen uns in den Arm und unterhalten uns sehr, sehr gut. Also, that's all fine. Aber jetzt mal eine gedankliche Vorwärtsrolle in die Jetztzeit. Was empfindest du denn die größte Veränderung im Rap-Game? International. Um mal ein ganz kleines Fass aufzumachen. Ja? Okay. Die größte Veränderung im Rap-Game, so in den letzten 20, 30 Jahren, meinst du? Ja, vor allem für dich, wo du jetzt wieder zurück bist. Okay. Und 6 Jahre quasi, 6 Jahre ist ja eine große Zeit. Ist eine Ewigkeit in der Musikindustrie. Ja. So. Da hieß X noch Twitter und so. Und das Internet hat noch ein bisschen Damals. anders funktioniert. Da gab es noch kein TikTok. So. Ja. Was ist denn so der größte Unterschied von, du hast damals ein Album released zu, du bist jetzt zurück und du musst jetzt das Album irgendwie an den Mann bringen oder die Frau? Ja, tatsächlich, diese Social-Media-Situation hat sich natürlich echt verändert. Was ich aber nicht unbedingt nur negativ finde. Denn es ist auch nicht ganz klare Sache. Aber in meiner jetzigen Situation finde ich das für mich recht positiv, weil ich die Möglichkeit habe, ich habe ja schon eine gewisse Audience. Das heißt, es gibt schon so ein Grundrauschen und in dieses Grundrauschen hinein kann ich halt über meine Social-Media-Kanäle genau das kommunizieren, was ich gerne sagen möchte und worauf ich Bock habe. Und wenn ich 2 Sachen posten will, poste ich 2 und wenn 5, dann 5 und ich kann, weißt du, den Song machen, den ich machen will und so weiter. Und früher war es vielmehr so, ja, du musst dich entscheiden, ja, wir haben nur eine Single vor dem Album, das muss jetzt sitzen und dann gibt es nur ein Video und das kostet ein Heidengeld und dann geht man in irgendwelche Sitzungen, wo dann beschlossen wird von so einem hinter verschlossener Tür, von irgendwelchen, damals waren es wirklich so Herren, Sag's. ja, Männers, die dann da zu 8 rumgesessen haben und gesagt haben, oh, wollen wir das jetzt mal? Nee, Curse, interessiert doch keinen. Und dann kam irgendwie eine Nachricht, ja, MTV spielt dein Video nicht. Warum? Ja, es gibt schon ein Rap-Video mit Regen. Es ist die Begründung, warum MTV und was es jetzt nicht gespielt hat. Es gibt schon ein Rap-Video mit Regen. Was war das andere mit Regen? Ferris zur Erinnerung. Cooler Song, Okay. ne? No disrespect, Ferris, my man. Aber dann standen wir da halt, haben ein Video gedreht, da waren 30 Leute am Set, wir haben irgendwie Heidengeld ausgegeben, alles pipapo, und dann sagen die, nee. Das war auch noch vor YouTube, ne? Und dann steht man halt da so, ne? Und heute ist es halt anders. Heute kann man sagen, ey, ich nehme schnell mit dem Handy was auf, ich hau das raus, ich mache das, Ich finde schon irgendwie meine Resonanz. Natürlich ist es immer noch so, dass jetzt der Gatekeeper irgendwie der Algorithmus ist, ne? Und das auch nicht schön ist oftmals. Aber mir persönlich ist es ein kleines bisschen sympathischer, als so diese komplette Abhängigkeit, so Bittstellermäßig da irgendwie als junge Künstlerin irgendwo antanzen zu müssen und dich da irgendwie präsentieren zu müssen vor irgendwelchen Leuten, die dann sagen, ja, spielen wir das oder spielen wir das nicht, fand ich immer höchst unangenehm. Und das hat sich heute ein bisschen aufgelöst und das finde ich durchaus positiv. Mir fiel natürlich auch auf, weil ich bin im Internet, dass du während der Promophase richtig auf Shortform-Video-Formate gesetzt hast und ich da richtig das Gefühl habe, oh, guck mal, der weiß, wie es geht. Viele Up-and-Coming-KünstlerInnen machen das nicht, obwohl sie es vielleicht machen sollten an der einen oder anderen Stelle. Und das heißt ja auch, also ne, für dich muss im Mindset ja auch was geswitcht haben von, wir haben das immer so gemacht, ich drehe jetzt ein Musikvideo, zu, ich mache jetzt einfach diese Shortform-Dinger und ich mache die mit dem Handy oder mit irgendeinem Videografen auf entspannt so und nicht auf Riesenbudget. Woher kam denn dieser Switch? Also kam die Inspiration, weil du es selber konsumiert hast bei anderen Leuten im Internet oder wurdest du wirklich intrinsisch oder in deinem Umfeld, wo kam das her, dass du das so gemacht hast, wie du es gemacht hast? Es war eine Mischung. Ich habe natürlich bei anderen Artists das gesehen und das habe ich auch echt cool gefunden. So Chefcat macht das zum Beispiel, finde ich, richtig gut. Der rappt seine ganzen alten Songs einfach mit so einem Selfie-Stick und es ist halt immer geil. So. Und es ist ganz einfach und es ist trotzdem irgendwie geil. Und ich entdecke so auch lauter Chefcat-Songs, die ich schon ganz lange nicht mehr gehört habe, wieder. Die mir so, ey, das war dope. Voll gut. Da habe ich mir so gedacht, so, ey, das ist gut. So. Und dann war es aber natürlich so, klar, ich habe halt mit einer Social-Media-Agentur zusammengearbeitet für das Album und
dann haben wir denen erstmal irgendwie Rap erklärt und Hip-Hop erklärt und Curse erklärt und warum ich nicht bestimmte Sachen machen werde, auf gar keinen Fall. Und die haben mir aber zeitgleich auch irgendwie ein bisschen das Ding erklärt, so TikTok und so weiter. Und dann haben wir halt uns so ein bisschen gefunden und haben halt einfach festgestellt, ey, unterm Strich, worum geht's denn? Es geht um Rap. Und unterm Strich ist doch so, ey, stell dich doch einfach hin und rap. Mach das, was du kannst, mach das in die Kamera und auf geht's. Und da habe ich gedacht, okay, gut, das klingt nach irgendwie einem vernünftigen Plan. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das machen wir so. Also, und dann haben wir einfach losgelegt und so. Die ersten paar Mal war es so, aber irgendwann nach der Zeit war es halt so, ja, okay, komm, los geht's und ab dafür. Und ja, ich habe ja auch Videos gedreht für das Album so und es macht mir auch weiterhin Spaß. Aber ja, es kam natürlich auch durch die Beratung, aber es macht mir auch Spaß. Wenn ich es richtig, richtig mies finden würde, dann würde ich es auch nicht machen. Gibt es Up-and-Coming-KünstlerInnen, die dich inspirieren? Sowohl musikalisch als auch vom Marketing? Oh, interessant. Okay, zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe. Marketing. Ich bin ja selber, ich vergebe mir die größte Mühe, so wenig Zeit wie möglich auf den sozialen Netzwerken zu verbringen. Das heißt, ich werde da oft auch gar nicht so krass geinfluenced, wie als wenn ich da ständig wäre. So. Deswegen kriege ich von so Marketing-Sachen von Leuten tatsächlich wenig mit. Und wie gesagt, jetzt als Beispiel dieses Chefcat-Ding, ne, weil das habe ich einfach, gut, er hat es ja auch nicht erfunden, ne, aber er hat es halt geil gemacht, zum Beispiel. So. Oder, was würde mir da noch einfallen jetzt gerade? Tja. Was hört denn dein Sohn? Boah. Der hört, das ändert sich viel, ich weiß nicht, was er jetzt gerade so viel hört, also der hört alles von US-Rap, Kendrick, J. Cole, Mobb Deep. Auch Drake? Nee, ist nicht so sein Ding. Ne? Na gut. Drake ist nicht so sein Ding. Der hört sehr viel UK-Rap und hört aber auch natürlich Deutschrap. Und der ist halt in Berlin aufgewachsen, das heißt, er hat eine Zeit lang halt fast nur so diese Berlin-Wave-Sachen gehört, so 6 5 Goons und Lucio und Nizzy und die also Rosenthaler Platz-Dudes und noch so die ganzen Underground-Leute, die damit rumhängen. Und er hört aber auch andere Sachen. Der entdeckt halt so ganz viel, hört ganz viel Querbeet. Und der jetzt gerade, sein neuer Lieblingsartist, was er gerade für sich entdeckt hat, wo er komplett ausrastet, Marvin Gaye. Der kam neulich zu mir und meinte so, ey, hör mal den Song. Also, What's Going On von Marvin Gaye. Ich hatte so klar und er so, ey, wie die damals Musik produziert haben und die Aufnahmen und wie das klingt, das gibt's heute gar nicht mehr. Und ich so, he's on to something. He's on to something. Aber nicht zu viel Druck machen. Nee, ich hab gesagt, Marvin wer? Ich kenne nur Marvin Game. Genau, ja, aber es gibt natürlich immer irgendwie junge Leute, die mich inspirieren, natürlich total, aber meistens auf so eine Art und Weise, wo ich das einfach höre und denke so, boah, wie die Person das macht, wie die Künstlerin das und das macht oder wie der Typ das und das macht oder was auch immer. Boah, das ist geil, das fühle ich. Und das ist dann gar nicht so sehr, dass ich mir denke, ich muss jetzt auch so rappen, weil dafür bin ich schon, der Zug ist abgefahren. Ich rappe, wie ich rappe. Aber trotzdem inspiriert mich das als Fan, als Music Lover. Und das zwickt mich dann so und dann denke ich mir, oh, die haben es geil gemacht. Boah, okay, ich glaube, ich muss auch was machen, was cool ist, weißt du? So, auf meine Art. Ja. Also zum Beispiel, Absilon finde ich super, ne? Absilon Wassermann, diese Kombi ist auch mega, ne? Und ich habe jetzt also DP finde ich super, ganz andere Bausteller finde ich super. Es gibt einen Typen hier in Hamburg, den hat fast niemand auf dem Schirm, der heißt King Cholera. So. Naja, du bist ja halt in Hamburg, ne? King Cholera. Der ist halt so Hip-Hop und der hat so Style und der ist macht so krass die Mucke als Young Dude, so, oder mehr oder weniger Young Dude, die irgendwie von dem Sound inspiriert ist, mit dem ich aufgewachsen bin und so. Krasser Dude, der immer noch unterm Radar ist, aber ich glaube, das wird sich auch, wir ändern das.
zum Beispiel, ne? Oder ey, ich meine, klar, Shogun, der aus meiner Heimatstadt kommt, Stichwort. ne? Mit dem ich ja auch irgendwie viel zusammengearbeitet habe und so weiter, finde ich super, was der macht. Und ja, und ich könnte noch ganz viele andere aufzählen. Ich fand auch also Lucio oder sowas, auch mega. Ich mag Liz aus Frankfurt. Habe ich auch in einem anderen Interview schon gesagt, es gibt eine junge Künstlerin aus Frankfurt, die heißt Elisa. Ich weiß nicht, ob die auf dem Schirm hast. Ja, die war auf dem Splash. Das kann sein, das war unreleased, war sie mal. Aber, okay. Kata hat ihr Shoutout gegeben, glaube ich. Okay. Ja, there Ich you glaube go. mich zu erinnern, dass sie es war. Ja, weil die ist halt auch so voll 90s und also, ja, es gibt schon viele Sachen, die ich irgendwie cool finde und in manche Sachen gehe ich dann mehr, beschäftige mich dann mehr damit und manche höre ich einfach nur, sage, nice und dann, weißt du, hole ich das Brot vom Nachbarn, weißt du? Du featurest auf deinem Album ja unter anderem auch Shogun. Was bedeutet dir denn eure geografische Konecke mit Minden? Also erstmal ganz am Anfang war mir das war das gar kein ausschlaggebender Punkt für mich, ob jetzt jemand aus meiner Heimatstadt kommt, weil mich interessiert halt also bevor ich mit Menschen zusammenarbeite, interessiert mich was man als erstes oberflächlich wahrnimmt, nämlich wie ist die Kunst, wie ist die Musik, interessiert mich das, inspiriert mich das, hat das irgendwie, weißt du, löst das bei mir was aus? Und wenn das so ist und wenn man dann die Möglichkeit hat, sich kennenzulernen, dann interessiert mich auch als zweites genauso sehr, ist das ein Mensch, mit dem ich mir vorstellen kann, Zeit zu verbringen. So, mit dem ich auch mal 3 Stunden im Auto sitzen würde, wenn wir irgendwo hinfahren oder so. Und deswegen, als wir uns kennengelernt haben, war das gar nicht so, oh krass, das ist ein Rapper aus Minden, sondern es war halt so, ey, das ist jemand, der ist da in dem Umfeld, der macht auch Mucke und so. Ich höre mir das mal an, okay, das ist cool, aber bevor wir jetzt irgendwie hier dicke Homies sind, erstmal gucken, was ist das für ein Mensch. So. Und dann haben wir uns halt kennengelernt und ich habe ihn als sehr coolen, angenehmen Menschen kennengelernt, sehr intelligent, sehr, sehr kreativ. Und daraus ist dann halt entstanden, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ey, wenn du mal irgendwie Beats hast, schick doch mal was. Ne? So Step by Step. Und da hat er mir halt Sachen geschickt und da war direkt 1994 dabei. Und ich so, ja, okay, alles klar, let's do it. Und genau, und jetzt mittlerweile sind wir auch gut befreundet und er rappt ja auch auf dem Album und hat co-produced bei manchen Tracks und so. Und ich finde es super. Was ich bei ihm als Artist schätze, ist, dass er auch völlig self-made ist. Der macht seine eigenen Beats, der beschreibt seine eigenen Rhymes, der schreibt auch Melodien, der macht Artwork, der designt die T-Shirts, weißt du, das ist schon crazy. Und dann finde ich ihn auch lyrisch sehr stark. Ich finde, er hat eine starke Delivery, sehr swaggy Flow. So. Und was ich sehr schätze in der Zusammenarbeit mit ihm, ist, dass er er hat ein sehr gutes Ohr, auch wenn man ihm Sachen vorspielt, der auf eine sehr coole Art und Weise, also ohne weder sich aufdrängen noch irgendwie zu zurückhaltend, findet er genau den richtigen Ton, um zu sagen, ey, wie hast du das da gemeint oder das ist unklar oder ey, wenn man das so machen würde, was hältst du davon, wenn man die 4 Takte da hinschiebt oder wie auch immer so, ne? Er ist ein sehr, sehr, sehr cooler, observierender Mensch, der halt in die Musik reingeht und immer im Sinne von mir oder von meinem Song. Also nie so, ja, ich als Shogun, ich würde jetzt hier so rappen, sondern halt so, ne? So im Dienste der Sache. Und das ist echt cool. Das macht sehr viel Spaß, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Auf deiner Website steht, unser Leben ist komplex. Wir alle sehen uns nach mehr Ruhe, Ausgeglichenheit und Freude. Doch wie finden wir sie? Wo sollen wir anfangen? Also Curse, wo sollen wir denn anfangen? Gutes Gespräch, wie heute. Gute Musik. Ich glaube, allein der Gedanke zu sagen so, ey, ich wünsche mir das mehr im Leben, der führt schon dazu, dass man vielleicht, wenn sich irgendwo Möglichkeiten bieten oder Infos bieten, dass man dann ein bisschen schneller irgendwie zuschlägt. Also ich glaube, sich darüber gewahr zu werden, sich das zu erlauben, sind wir wieder bei dem Thema, ne, mit dem Kopf durch die Wand und immer so, ne, sich zu erlauben zu sagen so, hey, ja, ich wünsche mir ein bisschen mehr Ausgeglichenheit, ein bisschen mehr einfach ein erfülltes Leben, so sich das selbst zu erlauben, diesen Wunsch zu erlauben. Ich glaube, das ist schon der erste, beste Schritt, um dann zu gucken, was hilft mir dabei. Gibt es ein
Gedanken, den du jeden heute mitgeben möchtest, der hier zuhört? Einen abschließenden Gedanken. Der abschließende Gedanke ist, wie, das war's schon? So. Wir überziehen schon. Oh no. Einen abschließenden Gedanken, den ich hier mitgeben möchte. Nee, eigentlich nicht. Also, gar nicht, also, nee. Sorry. Ich dachte, jetzt kommt voll was Deepes, wisst ihr, was ich meine? Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich freue mich, wenn ihr Spaß an dem habt, was ihr selber denken wollt, wenn ihr hier heute rausgeht. Das würde mir gefallen. Danke, Kurs, für deine Offenheit und für das tolle Gespräch. Danke vor allem an euch, die ihr den Weg hierher gefunden habt und euch vor allem die Zeit genommen habt. Wir wissen ja, wie es ist hier beim Reeperbahn-Festival. Danke auch ans Reeperbahn-Festival für die Möglichkeit und das Möglichmachen. Danke an die Venue und danke an mich, dass ich so viel Zeit und Herzblut in dieses Projekt stecke. Yes. Passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt. Das darf man auch mal sagen.